Wenn man das Universum genau betrachtet, drängt sich ein Gedanke auf. Warum dreht sich alles? Die Erde dreht sich. Der Mond dreht sich. Die Sonne dreht sich. Die Planeten drehen sich um Sterne. Die Sterne drehen sich innerhalb der Galaxien. Sogar die Galaxien drehen sich. Aber warum? Warum beginnt ein Felsbrocken, ein Stern, ein Planet oder eine riesige Galaxie sich zu drehen, statt einfach stillzustehen? Wäre Stillstand nicht einfacher? Wäre es nicht natürlicher, wenn sich gar nichts bewegen würde? So seltsam es auch klingen mag, die Antwort lautet Nein. Für das Universum ist nicht der Stillstand das Natürliche, sondern die Bewegung. Und meistens die Drehung. In diesem Video werden wir sehen, dass dieser große kosmische Tanz am Himmel kein Zufall ist. Im Gegenteil. Er ist die unvermeidliche Folge einer der grundlegendsten Regeln des Universums. Stellen wir uns eine Tasse Tee vor. Ein Löffel taucht hinein und rührt um. Das Wasser beginnt sich zu drehen. Dann nimmt man den Löffel wieder heraus. Aber das Wasser kommt nicht sofort zur Ruhe. Es dreht sich noch eine Weile weiter. Darin steckt ein sehr einfacher, aber sehr wichtiger Gedanke. Wenn etwas einmal in Bewegung geraten ist, bleibt es in Bewegung, solange keine Kraft es abbremst oder anhält. Das gilt auch für vieles im Universum. Auf der Erde gibt es viel Reibung. Deshalb wird fast alles irgendwann langsamer. Im Weltraum ist das anders. Der Weltraum ist fast ein perfektes Vakuum. Dort gibt es keine Luft, die bremst. Keinen Boden, der etwas aufhält. Keine Umgebung, die Bewegung einfach absorbiert. Darum kann etwas, das einmal zu rotieren begonnen hat, sehr, sehr lange weiterdrehen. Und wenn ihr gern große Fragen mit einfachen Alltagsbildern versteht, dann wird es jetzt richtig spannend. Denn wir gehen gleich von einer Tasse Tee zu Galaxien und schließlich sogar zu schwarzen Löchern. So weit, so gut. Wenn etwas sich einmal zu drehen beginnt, kann es sich weiterdrehen. Aber das ist noch nicht das eigentliche Rätsel. Die eigentliche Frage ist, wie hat die allererste Drehung begonnen? Denn nichts fängt einfach aus dem Nichts an, sich zu drehen. Es muss eine erste Bewegung gegeben haben. Die erste kleine Abweichung. Das erste Ungleichgewicht. Den ersten kleinen Stoß. Hier kommt eine der mächtigsten Ideen der Physik ins Spiel. Der Drehimpuls. Das klingt vielleicht technisch. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Bewegt sich ein Objekt geradeaus, dann hat es Impuls. Dreht sich ein Körper, dann hat er Drehimpuls. Und wenn keine äußere Kraft eingreift, bleibt dieser Drehimpuls erhalten. Das bedeutet, wenn eine Drehung einmal entstanden ist, hört sie nicht einfach wieder auf. Und noch spannender ist etwas anderes. Manchmal kann aus einer winzigen Drehung mit der Zeit eine gewaltige Rotation werden. Stellen wir uns einen Eiskunstläufer vor. Er dreht sich langsam mit ausgestreckten Armen. Dann zieht er die Arme an den Körper. Was passiert? Plötzlich wird er schneller. Warum? Weil das ganze System kompakter wird, wenn sich die Masse dem Zentrum nähert. Und weil der Drehimpuls erhalten bleiben muss, steigt die Drehgeschwindigkeit. Diese kleine Szene ist der Schlüssel zum Verständnis von Sternen, Planeten und sogar Galaxien. An vielen Orten im Universum läuft es genauso ab. Eine große, lockere und langsame Struktur beginnt sich unter dem Einfluss der Schwerkraft zusammenzuziehen. Je stärker sie sich zusammenzieht, desto dichter wird sie. Und je dichter sie wird, desto schneller dreht sie sich. Das heißt, manchmal dreht sich etwas nicht, weil es von außen angeschoben wird, sondern weil es in sich zusammenfällt. Und genau hier wird es wirklich groß. Vor etwa 4,5
4,6 Milliarden Jahren, als es unser Sonnensystem noch nicht gab, schwebte im Weltraum eine riesige Wolke aus Gas und Staub. Diese Wolke war nicht vollkommen ruhig. Die Billionen Teilchen in ihr bewegten sich nicht alle gleich, nicht mit derselben Geschwindigkeit und nicht in dieselbe Richtung. Es gab winzige Unterschiede, kleine Abweichungen, leichte Strömungen, unklare Richtungen. Manchmal reicht genau das schon aus, um alles zu verändern. Ein winziger Unterschied, der das perfekte Gleichgewicht stört. Mit der Zeit zog die Schwerkraft diese Teilchen immer näher zusammen. Die Wolke schrumpfte. Sie wurde dichter und noch dichter. Und genau wie bei einem Eiskunstläufer begann sie schneller zu werden. Am Anfang war da nur eine langsame Drehung. Doch über Millionen von Jahren wurde daraus eine riesige rotierende Scheibe. Im Zentrum entstand die Sonne. Um sie herum formten sich die Planeten. Und alle trugen die Spuren dieser gemeinsamen Bewegung weiter in sich. Darum teilen so viele Dinge im Sonnensystem dieselbe grundlegende Richtung. Denn sie stammen aus derselben kosmischen Wolke. Und das ist ein entscheidender Punkt. Die Planeten begannen nicht irgendwann später zufällig, sich zu drehen. Sie wurden bereits in diese Drehung hineingeboren. Natürlich ist im Universum nichts so ordentlich, wie wir es uns gern vorstellen. Wäre alles perfekt symmetrisch, würde jeder Zusammenstoß genau in der Mitte stattfinden. Alles würde sich in vollkommenem Gleichgewicht verbinden. Und vielleicht gäbe es dann viel weniger Rotation. Aber das Universum ist nicht perfekt symmetrisch. Und das ist gut so, denn die meisten Kollisionen treffen eben nicht genau ins Zentrum. Ein Felsbrocken stößt einen anderen leicht seitlich an. Ein Himmelskörper nähert sich in schrägem Winkel. Ein Gasstrom trifft nicht exakt mittig. Und genau diese kleinen Abweichungen erzeugen Rotation. Wenn man einen Fußball genau in der Mitte trifft, verhält er sich anders, als wenn man ihn nahe am Rand trifft. Im einen Fall rollt er geradeaus. Im anderen Fall rollt er nicht nur geradeaus, sondern beginnt sich auch zu drehen. Im Universum ist es ganz ähnlich. Die Rotationsgeschwindigkeiten und Achsenneigungen von Planeten, Monden, Asteroiden und sogar manchen Sternen tragen bis heute die Spuren dieser chaotischen Vergangenheit. Dass sich die Venus rückwärts dreht oder Uranus fast auf der Seite liegt, hat einen Grund. Das sind gewissermaßen alte Aufzeichnungen kosmischer Kollisionen. Und genau das macht Astronomie so faszinierend. Manchmal können wir allein aus der heutigen Rotation eines Himmelskörpers herauslesen, was ihm vor Milliarden von Jahren passiert ist. Warum dreht sich etwas, wenn es einmal angefangen hat, so lange weiter? Die Antwort ist überraschend einfach. Weil es im Weltraum nicht genug Reibung gibt, um es zu stoppen. Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse. Jupiter dreht sich noch schneller. Die Sonne dreht sich ebenfalls. Und das alles nicht nur für einen Tag oder ein Jahr, sondern über Millionen und sogar Milliarden von Jahren. Natürlich werden manche Objekte mit der Zeit langsamer. Zum Beispiel können Gezeitenkräfte die Rotation eines Mondes oder Satelliten abbremsen. Der Mond ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Er zeigt uns heute immer dieselbe Seite. Das ist kein Zufall. Seine Rotationsdauer und seine Umlaufzeit um die Erde haben sich im Lauf der Zeit angeglichen. Das nennt man Gezeitenbremsung. Das heißt, Rotation ist im Universum sehr verbreitet. Aber sie ist nicht völlig unveränderlich. Manchmal justiert das Universum nach. Es bremst ab. Es kippt Achsen. Es synchronisiert Bewegungen. Und doch bleibt das große Bild immer gleich. Eine einmal begonnene Rotation gehört zu den beständigsten Gewohnheiten des Universums.
Und genau das ist vielleicht das Beeindruckendste daran. Dieses Prinzip erklärt nicht nur Planeten, es gilt auch für Sterne, für Galaxien und sogar für schwarze Löcher. Die Sonne dreht sich um ihre eigene Achse. Gleichzeitig bewegt sie sich auf einer gewaltigen Bahn um das Zentrum der Milchstraße. Auch die Milchstraße dreht sich. Diese riesige Struktur aus Milliarden Sternen zeigt eine geordnete Bewegung um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und als Astronomen versuchten, diese Bewegung zu verstehen, stießen sie auf eines der größten Rätsel des Universums: die dunkle Materie. Denn bei den gemessenen Rotationsgeschwindigkeiten der Galaxien zeigte sich etwas Merkwürdiges. Die sichtbare Materie reichte nicht aus, um diese Bewegung zu erklären. Etwas fehlte, etwas war unsichtbar, aber seine Wirkung war deutlich da. Das bedeutet, Rotation ist manchmal nicht nur eine Form von Bewegung. Manchmal ist sie ein Hinweis auf etwas, das das Universum vor uns verbirgt. Darum ist die Frage, warum sich alles dreht, viel größer, als sie zunächst klingt. Denn ihre Antwort führt uns nicht nur zu den Gesetzen der Bewegung, sondern auch zu unsichtbarer Materie und zur verborgenen Struktur des Kosmos. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn ein Stern das Ende seines Lebens erreicht, kann er in sich zusammenfallen. Ist er groß genug, bleibt am Ende ein schwarzes Loch zurück. Und diese schwarzen Löcher drehen sich meist ebenfalls. Warum? Weil sich schon der Stern gedreht hat, aus dem sie entstanden sind. Der Stern kollabiert. Er wird kleiner, aber sein Drehimpuls geht nicht verloren. Das Ergebnis? Ein kleineres, dichteres und viel schneller rotierendes Objekt. Hier beginnt die Physik, unsere Intuition herauszufordern. Denn ein rotierendes schwarzes Loch dreht sich nicht nur um sich selbst. Es zieht auch die Raumzeit in Richtung seiner Bewegung mit. Das heißt, Rotation ist hier nicht mehr nur das Verhalten eines Objekts. Sie prägt sich in das Gewebe der Wirklichkeit selbst ein. Das klingt vielleicht nach Science Fiction, ist es aber nicht. Manchmal ist das Universum kühner als unsere Vorstellungskraft. Bis hierher haben wir gesehen, Planeten drehen sich, Sterne drehen sich, Galaxien drehen sich, schwarze Löcher drehen sich. Und da drängt sich fast automatisch die nächste Frage auf. Dreht sich vielleicht sogar das Universum selbst? Diese Frage ist bis heute offen. Die besten Modelle, die wir derzeit haben, sagen, auf großer Skala zeigt das Universum keine bevorzugte Rotationsachse. Mit anderen Worten, alles deutet darauf hin, dass das Universum im Großen und Ganzen in jede Richtung ähnlich aussieht. Aber genau das ist das Schöne an der Wissenschaft. Manche Fragen haben klare Antworten. Andere begleiten uns sehr lange. Und die Frage, ob sich das gesamte Universum dreht, gehört genau zu dieser zweiten Art. Manchmal macht eine Frage ihr fehlender Abschluss nicht weniger wertvoll, sondern noch wertvoller. Denn genau dort beginnt die Grenze unseres Wissens. Kehren wir also zur ursprünglichen Frage zurück. Warum dreht sich im Universum fast alles? Weil das Universum nicht in vollkommener Ruhe entstanden ist. Weil Materie sich nicht in makelloser Symmetrie zusammenfügt. Weil Kollisionen kleine Abweichungen erzeugen. Und weil Drehimpuls, wenn er einmal entstanden ist, nicht einfach verschwindet. Und vielleicht ist das der wichtigste Punkt überhaupt. Rotation funktioniert wie eine Art Gedächtnis. Sie trägt die Vergangenheit des Universums in die Gegenwart, die Achse eines Planeten, die Geschwindigkeit eines Sterns, die Bahn einer Galaxie. All das sind Nachklänge von Ereignissen, die vor Milliarden von Jahren stattgefunden haben. Wenn wir also in den Himmel blicken, sehen wir nicht nur Licht. Wir sehen auch die bis heute fortwirkenden Spuren uralter Bewegungen. Auch die Erde, auf der wir heute leben,
ist das Ergebnis einer solchen Spur. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstand sie aus einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub. Und das Erbe dieser ersten Bewegung wirkt bis heute weiter. Selbst in diesem Moment, während ihr das hört, trägt euch die Erde auf ihrer eigenen Rotation mit. Gleichzeitig bewegt sie euch um die Sonne. Und die Sonne nimmt euch mit durch die Galaxie. Wir spüren das im Alltag nicht. Aber in Wahrheit befinden wir uns alle mitten in einer gewaltigen, unaufhörlichen kosmischen Drehung. Und vielleicht ist der Himmel genau deshalb so beeindruckend. Denn was wir dort sehen, ist nicht nur die Bewegung von Himmelskörpern. Es ist Ordnung, die aus Chaos entstanden ist. Wenn ihr Freude daran habt, solche kosmischen Fragen Schritt für Schritt gemeinsam zu erkunden, dann begleitet uns auf dieser Reise. Denn im Universum drehen sich nicht nur die Planeten, auch Fragen drehen sich weiter. Sie wachsen und jede Antwort öffnet eine neue Tür. Und wenn ihr möchtet, widmen wir uns im nächsten Video genau dieser Frage. Wenn sich ein schwarzes Loch dreht, zieht es dann wirklich auch die Raumzeit mit sich? Wenn euch das interessiert, unterstützt das Video mit einem Like und abonniert den Kanal, damit wir diese nächste Reise gemeinsam antreten können. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.